Ja, hallo miteinander! Haha, ihr seht, ich habe wieder geilen Shit. Maxi N, Trapezgabel. Und weiter gibt es noch eine kleine Überraschung. Etwas, das eventuell in naher Zukunft im Mofocool-Shop erhältlich ist. Wir werden es sehen. Lasst euch überraschen. Also, nochmal einen schönen guten Tag. Nickel Goldpopper war natürlich die Inspiration von diesen alten Töpfen, die alten Vorkriegs-Trapezgabeln nachzubauen in Töpfchengrösse. Ich finde es einfach rattenscharf. Es sieht hure geil aus. Jetzt habe ich mir gedacht, die Seitenpaneele, oder wie man sagt, die sind natürlich unheimlich aufwendig zum Herstellen aus Röhrli. Habe ich mir aber natürlich angetan für den Nickel Goldpopper, weil jetzt ist der Rahmen ist rund, alles sind Röhrli. Dann passt so etwas natürlich überhaupt nicht. Anders sieht es aus bei meinem Maxi. Maxi N ist natürlich auch so gepresstes Blech. Also alles ist relativ flach und eher eckig, nicht geschwungen. Und deshalb habe ich mir überlegt, wir machen die Seitenarme einfach aus 8 mm Stahl. Ein Laserteil, vielen Dank Salzgeber, wieder einmal mehr. Und ihr seht es auch hier natürlich schön die Winkel, alles ist schon fix fertig gebogen. Das heisst, ich muss hier nur noch die ganze Geschichte verbohren, ausmessen, mit Federn versehen und dann ist das schon gewesen. Ich hole mal schnell all die Teile, Federn, hier die ganzen Lagergeschichten. Da seht ihr auch wieder, das sind so Adapter, so allgemeine Sachen, so Standardteile, die ich gedreht habe. Und dann hier zum Ansetzen wieder der Adapter mit dem Gewinde oben drauf. Wieso? Weil wir haben hier alles verschiedene Gabelrohrlängen. Das kann man nicht einheitlich machen. Oder? Das ist ein bisschen das Thema. Wenn ich die Gabel natürlich anpasse, muss ich das jeweils auf die Länge machen. Und die Länge, die muss wirklich auf ein paar Millimeter genau sein, sonst funktioniert das alles nicht. Jetzt habe ich hier bereits schon mal das Zeug vorbereitet. Aber ihr seht es da unten, das ist noch ein extremer Mocken. Und das gefällt mir natürlich nicht. Also das heisst, ich werde jetzt das wieder auspressen und da unten eine schöne Form geben, einfach optisch ein bisschen leichter. Weil ihr könnt euch vorstellen, wenn man da unten so einen hohen Mocken hat, naja, kann man machen, muss man aber nicht. Und darum würde ich sagen, starten wir gerade mal mit dem Drehbank, oder? Ja, ihr seht natürlich, das ist eine robuste Geschichte. Das sieht gut aus, he? Oh. Ihr seht, das ist natürlich eine schön stabile Sache. So, sehr gut. Seht, das müssen wir eigentlich nicht einmal mehr verschweißen, das ist eben so dermaßen. So, das ist natürlich optisch schnell viel schöner geworden. Jetzt lasse ich da noch ein bisschen langsamer laufen und probiere natürlich die Oberfläche möglichst schön anzubringen. Söderle. Gefällt mir viel besser. Es ist einfach optisch viel leichter geworden. Dann können wir die Achse wieder einpressen. Das wird jetzt wahrscheinlich noch lustig. Ich glaube, ich tue da zuerst noch schnell ein bisschen geraten, weil es hat da natürlich jetzt von Dreien ordentliche Brauen gegeben. Das Problem ist, wenn ich jetzt da natürlich das einpressen würde, wenn das also messerscharf ist, da, dann gibt es da Späne und dann blockiert es, dann bringst du es nicht mehr raus. Oder? So, hui! Irgendwann, wenn ich einmal gross bin, will ich eine 100 Tonnen pressen. Oder? Es ist natürlich unheimlich wichtig, dass das schön in der Mitte ist. Oder? Da haben wir jetzt 125, da haben wir genau 50, 150, 75, 37,5 muss das auf beiden Seiten rausschauen. Oder? Da muss ich jetzt schnell Zeit nehmen, dass wir es wirklich schön stimmen. Dann haben wir 38,8, 37,45. Dann nehmen wir den Hobel hier. Meine Busle, Sabrina, ist jetzt jahrelang gefahren. Oder? Da haben wir natürlich ein lässiges Motor darunter gemacht. Dann hat angefangen den Rahmen reissen, mal den Rahmen schweissen und so weiter. Und jetzt irgendwann
haben wir gesagt, so, jetzt wird das komplett zerlegt, wird neu aufbauen. Das Heck wird natürlich verstärkt. Da die Gummigeschichte, das ist natürlich alles Quatsch. Da gibt es ja sehr lässige Sachen, oder? Von Signature. Es wird etwas sehr, sehr Ausgefallenes. Jetzt montieren wir mal das ganze Zeug zusammen. Oder das ist natürlich schon ganz eine andere Geschichte, wenn man jetzt das anschaut, vorher und jetzt. Klar, es ist immer noch am Mocken, aber meiner Meinung nach ist es viel, viel feiner optisch, oder? Da oben natürlich noch das Lager rein. Das ist halt wirklich immer wichtig, dass man das Zeug zusammensetzt mit allen Lagerschalen, mit allen Lagern drin. Einfach, dass man auch genau die Längen hat, die man will, oder? Unheimlich wichtig, weil da können sich 5 mm können sich extrem negativ auswirken. Heisst, mach es nochmal, oder? Da seht ihr auch, das ist aus 3 Teilen eigentlich, ist da eins geworden. Also wir haben hier einen Klemmring mit ordentlicher Stärke, also da kann man wirklich gut anziehen. Dann da ist ein Laserteil und da ist quasi die andere Achse, das Gegenstück. Oder, also dann kommt das da drauf. Klar, da unten da kommt jetzt dann noch, da kommt natürlich noch eine Scheibe her, ist aber nicht so tragisch. Ihr seht, wir haben da mehr als genug Gewind. Also das ist wirklich eine richtig schön satte Geschichte. Und so haben wir da einfach absolut eine stabile Sache. Und wir können das richtig robust anziehen, dass sich da nichts mehr bewegt. Die Federn, ihr seht den Unterschied von diesen 2 Federn. Die Länge, Aussendurchmesser, alles ist gleich. Aber da haben wir einen 8 mm Draht mit wenig Windungen und da haben wir einen 6 mm Draht mit viel Windungen. Und der Unterschied ist halt einfach der da. Also ich drücke jetzt da wirklich nicht fest. Und wenn man den vergleicht, oder, genau. Darum haben wir gesagt, nein, es geht gar nicht, viel zu weich. Wir haben das natürlich dann mal montiert. Und jetzt haben wir die richtig stabilen. Aber so lustige Federn kann man immer brauchen. Ich sage immer, lieber weniger Federn, weil man kennt es von den Originalen. Wenn man dort irgendwie in eine Bodenwelle fährt oder irgendetwas, das schlägt einfach immer durch und dann ist das Schutzblech kaputt oder irgendetwas. Oder? Und darum, ich sage mal, wenn das 2-3 cm federt, wenn ein Härteschlag kommt, federt das natürlich mehr. Und sonst ist es einfach ein bisschen ein Schaffen. Oder? Das langt. Weil was natürlich noch dazu kommt, ist das da. Das macht natürlich auch noch etwas aus von der Stabilität her. Oder? Und darum sage ich immer, lieber weniger. Weniger ist manchmal mehr. Oder? Das aus meinem Maul. Natürlich noch schauen, auf welche Seite dass man das eigentlich montiert. Jetzt nehme ich gerade verkehrt rum. Genau, die Ringe da, die gibt es natürlich standardmäßig nur mit Innendurchmesser 25. Muss man halt ausdrehen auf 26. Aber ihr seht auch da, also es ist wirklich einfach Porno. Es ist einfach genau, es ist einfach sauber. Das haben wir gern. Da oben drauf, da kommt natürlich auch noch so eine Gegenscheibe, wo man das natürlich dann sauber machen kann. Oder? Weil wenn das lackiert ist, würde ich das nie und nimmer so anziehen. Aber jetzt für das Rolling Chassis ist das absolut in Ordnung. He? Dann haben wir doch da schon mal den Federteil. Also, ihr seht, das ist jetzt so ein Rolling von diesen Schwingenärmeln. Und dann tun wir jetzt natürlich noch schnell überschleifen. Wir müssen die Schwingenärmel natürlich zuerst anfertigen. Wir haben das Laserlauf 13,8, weil die Hülse, die Bronzehülse, haben 14,03. Jetzt machen wir da natürlich eine H7-Passung rein und dann kann man die Büchsli wunderbar einpressen. Weil die Büchsli müssen natürlich hier im Ärmel heben und auf dieser gehärteten Passschraube sauber laufen. Ja, jetzt tun wir hier natürlich all die Ärmel zuerst schnell ansenken und nachher reiben. Das habe ich tatsächlich so gelernt. Wirst du altersmilde? Nein, es ist eben auch besser, oder? Also wenn man es dann aufpressen irgendwo, dann ist das Problem, wenn man dort eine scharfe Kante hat, dann verletzt es alles, oder? Und wenn man zuerst reibt und nachher ansenkt, dann hat es auch wieder eine feine Braue, dann geht es auch wieder nicht drauf. Also, das mache ich jetzt nach Lehrbuch, weil das Lehrbuch einfach recht hat, oder? Oili, oili. Genau das. Und jetzt kann man da wunderbar die Büchsen einpressen. Wir haben hier eine schöne Phase. Das heisst, es wird nichts verletzt. Und ihr seht, das ist gleich noch satt, weil die Büchsen sind extra 0,03, weil die müssen halt heben. Jetzt machen wir das schnell bei allen Ärmeln. Nachher gehen wir die Büchsen einpressen und dann können wir es montieren.
Also da haben wir natürlich auch immer vom Lasern, gibt es immer auf der unteren Seite natürlich da noch so ein bisschen Schmelzpünktchen, das tut man schnell abschleifen. So, jetzt können wir die Büchschen hier einpressen. Söderlein, wir haben es. Jetzt habe ich hier diverse verschiedene Längen lasern lassen. Und das sind da die Schwingenärmel. Bei dem ist jetzt da die Länge, die ich mir entschieden habe. Das ist natürlich auch eine absolut Porno-Lagerung, oder? Wir haben hier Passschrauben und wir haben hier die Messingbüchse. Und das ist natürlich brachial geil. Das ist ein richtiges Gleitlager, oder? Und dann hier an der Seite, die mache ich jetzt nicht her. Es ist einfach nicht nötig. Da haben wir dann noch 2 Passscheiben. Die Passscheiben sind dann dafür an, dass man die Schrauben voll anziehen kann und das Ärmel aber gleich noch bewegen kann. Das ist ganz, ganz wichtig, dass das Ring läuft. Und genau für das sind die Passscheiben dann da. So, und jetzt sehen Sie dann gerade, wie das kommt. Also das ist einmal auf dieser Seite. Und das muss natürlich absolut der Ring laufen. Das ist unheimlich wichtig, dass das spielfrei ist. Weil, wenn das Spiel hat, dann macht die ganze Gabel da. Das ist wie bei der Maxi zum Beispiel, bei der Gabel, wenn unten dran die Kunststoffbüchse, die in der Gabel drin sind, wenn die ein Spiel haben, dann macht es Rädchen so. Und beim Bremsen bewegt es sich auf irgendwelche Seiten, wo man natürlich nicht will. So, dasselbe hier oben mit den kurzen Ärmeln. So. Fehlt halt immer ein bisschen die dritte Hand. He? Und dann hier unten haben wir natürlich das Gegenstück. Das ist ja der Plan, dass die Federn, dass die Gabel sich so bewegen kann. Söderlein. Jetzt können wir die ja schön montieren. Wie gesagt, noch ohne Passscheiben. Das ist natürlich eine geile Sache, ist klar. Das Zeug ist einfach schön. Ach, ich doppel. Jedes Mal, ich weiss nicht wieso. Das ist natürlich falsch rum, oder? Die gerade Seite ist natürlich vorne, oder? Weil jetzt schaut sie ja nach hinten, oder? Also. Schnell Durchlauf. So, jetzt ist es wieder heil. Ja? Ihr seht das schon. Das ist Porno. Ich finde es super geil. Ich finde es wirklich rattenscharf. Super gut. So, dann haben wir hier natürlich noch die alte Räder. Ganz klar, da gibt es dann auch neue. Söderli. Also das schrauben wir schon mal an. Weil ihr seht, da hat es nämlich noch ein Gekricksel drauf. Da braucht es natürlich noch einen Haltezapfen für die Ankerplatte. Auch das Rädchen ist jetzt noch nicht ausgemietet, um das geht es jetzt aber auch gar noch nicht. Das ist jetzt wirklich mal rein, um das anzuschauen, wie das aussieht. Jetzt machen wir das Hinterrädchen natürlich auch gerade rein. Ja, unglaublich. Jetzt nehme ich das Rädchen immer ganz hinten. Ist aber eben, da sieht man jetzt wieder einmal mehr. Wenn es ganz hinten ist, dann ist das Rädchen schräg drin. Ich tue es jetzt gleich einmal so ein bisschen grob ausrichten. Also auch die Originalrahmen sind jetzt nicht ein hochpräzises Teil. Oder? Ich finde die Optik rattenscharf. Weil wir kommen nämlich bald zum Special. Sattel natürlich möglichst tief. Da hat es jetzt noch ein bisschen viel Luft, aber eben, was mit der Rädchen passiert, ist auch noch nicht ganz klar. Lenker war vorher schon so einer dran. Finde ich einfach geil. Da seht ihr auch wieder, ich habe den Swing-Vorbau natürlich auch wieder kürzen, weil ich da wieder genau eine Adapterhülse habe, eine Haltebüchse. Und dann hat es natürlich eine gewisse Länge, die Maximum ist. So geil. Ja, es kommt hure gut, es kommt hure gut. Ich habe mir schon mal überlegt, vorne 22 Zoll Rad, aber das ist eben, nein. Es darf ruhig hinten
Hinten, da muss man noch etwas überlegen, das verschwindet ein bisschen. Aber sonst, genau so wird der Grundstil. Also es gibt so ein bisschen eine Mischung zwischen Chopper, wegen dem Lenken natürlich, und natürlich einfach richtig oldschool wegen der Gabel. Also ich finde das Rad scharf. Die flache Geschichte mit dem Rahmen. Zum Heck auch schön flach. Ja. Was meint denn ihr? Das würde mich jetzt mal wundern. Also einfach im Rohzustand, im Rohbau. Was haltet ihr von dieser übel pornomässigen Gabel? Schreibt euch mal ein paar Sachen unten. Ich bin sehr gespannt, ob euch das gefällt oder ob ihr sagt, das ist Bullshit. Jetzt machen wir hier mal einen Dummy-Motor rein. Hier mit Zylinder hin. Da geht es rein um die Aussenmasse, dass nichts ansteht, weil ich habe ja mehrere Mofas mit Fußraster. Jetzt habe ich mir da etwas überlegt. Ich habe gedacht, Maxi muss doch Fußraster haben. Das muss doch irgendein Set geben, das man kaufen kann, zum Fußraster hermachen, oder? Und das ist bis jetzt meine Idee. Also ich habe da unten ein Teil gemacht und eingefräst an der Seite. Also ich habe es gedreht, das ist quasi in der Halterung vom Ständer. Da ist normalerweise der Ständer, die Aufnahme. Ein Teil gedreht und dann an der Seite eingefräst mit dem Durchmesser. Das heisst, ich kann jetzt da, das wird natürlich dann fix verschweißt, oder? Das passt sauber da rein. Und da oben habe ich den Lenkanschlag, den es auch schon von uns gibt. Im Mofa-Kult-Job habe ich ein bisschen angepasst und eine Halterung gemacht für das Gestänge. Diese zwei Flächen will ich natürlich möglichst parallel. Das Teil, das ihr hier seht, das Z, schweiße ich da unten an. Und dann wird der Rugel da hinten, die Aufnahme, die in die Ständeraufnahme geht, wird dann auch fix verschweißt und ich kann das einfach einsetzen, anschrauben, hier oben eine Schraube lösen und dann das Ganze wegnehmen. Also affengeil. Es ist relativ dezent, es ist auch schön in Trapezform gehalten, wie halt alles an dem Maxi. Passt auch zu den Gabeln natürlich. Das Ding ist natürlich da, Sie sehen da unten haben wir ein 16er Röhrchen. Das ist natürlich genau, dass man alle möglichen Fußraster vom Mofa-Kult, die er im Shop hat, kann man da draufschrauben. Also wirklich absolute easy Geschichte. Also jetzt punkten wir das mal an da vorne. Das ist halt immer ein bisschen mühsam, weil der Zylinder ist nicht mittig. Der Zylinder ist nicht mittig vom Töffel, darum verwirrt es immer extrem da unten. Da darf man aber nicht zu viel drauf geben. Zuerst mal möchte ich euch noch schnell etwas über das Heck erzählen. Wie gesagt, der war natürlich hinten schon mal gerissen, wie halt so oft die Maxi N. Wird also sicher das Heck verstärkt und da ist einfach ein bisschen zu wenig drin. Also da muss entweder ein richtig dicker Pneu drauf oder vielleicht ein bisschen grösseres Rädchen. Da muss man mal noch schauen. Vorne finde ich es sehr, sehr, sehr schön. Da fehlt jetzt einfach noch etwas und zwar Ankerplatten. Das ist natürlich wichtig, dass man da, ich habe es bereits schon eingezeichnet, da muss ein Mitnehmer ran für die Bremsankerplatte. Und da machen wir jetzt eigentlich eine ganz simple, sehr stabile Sache. Ich mache ein Machwind rein, tue nachher eine Schraube von der Gegenseite anziehen. Aussen dran wird das dann sauber verschweißt und dann ist das auch schon gewesen. Also jetzt hole ich mal schnell einen M8 Imbus. Da muss ich eventuell den Kopf noch abdrehen. Genau so ist das. Ja, das ist die richtige Länge. Also, ich drehe das ganz kurz ab. Naja, ich bin jetzt ein bisschen unschlüssig, muss ich sagen, weil haben wir natürlich den Imbus. Das heisst, jetzt wird das schon unheimlich dünnwandig da und ich muss noch mehr abdrehen. Also ich glaube, Imbus ist nicht das Richtige. Ich nehme jetzt hier so eine Schraube und drehe sie einfach ab. Wie lang muss der sein? Etwa 15. 15, ja, wir kommen noch 5 über. 12. So. Ui, das ist heiß. Dann haben wir den sauberen Ankerbolzen. Ich habe jetzt einfach noch ein Spönchen drin. So.
Gut, jetzt kann ich den da einfach reinmüllern. Und wie übersetzen wir das für die Untertitel? Reinmüllern? Reinmüllern. Ja, reinmucheln. Ja, na, Das ist euer Ding. ja, danke. Reinmüllern, ja. Ja, wie willst du das auf Hochdeutsch? Ja. Ich habe keine Reinwürgen. Reinwürgen, das ist okay, ja. Würgen. Reinwürsteln. Reinmüllern ist eigentlich würgen. Ja. So, jetzt probieren wir das mal. Oh. So, das ist optimal, weil eben das Rädchen kommt, das ist jetzt noch nicht ganz mittig, das kommt dann noch ein bisschen auf die Seite, aber unten ist das schön satt. Also jetzt kann man auch wirklich mal da mal arbeiten. Also ich habe es vorher schon gemerkt beim Abrollen, das ist einfach genial, oder? Klar, da hat jetzt natürlich alles noch ein bisschen Spiel, das muss man jetzt auch nicht zu fest schauen. Und jetzt Hosen hochziehen, Hosen hoch und den Bauch ein. Also es ist wirklich, es ist Hammer, es ist richtig bequem, Sitzhöhe zum Lenker, für mich perfekt. Ja, also da freue ich mich drauf, wenn man mit dem eine Runde tunnern kann. Über das Heck habe ich euch auch schon etwas erzählt, was da könnte passieren. Und die Lackierung, ich kann euch sagen, das gibt etwas, natürlich auch wieder etwas extrem Extravagantes. Das Ziel war eigentlich mal, um den Hobel einfach wieder zu restaurieren, den Tank abzudichten, versiegeln, Heck verstärken. Und dann ganz normal in einem Grün zum Beispiel lackieren und einfach wieder zusammenbauen. Nein, es ist natürlich wieder einmal mehr nicht gegangen. Nein, es hat wieder müssen, oh ja, wenn wir ja schon auseinander, dann kann man ja gerade noch eine Gabel machen, dann, oder? Jetzt geht's weiter. Ja, das Rädchen hinten ist irgendwie ein bisschen klein. Ja, es ist eine Katastrophe, oder? Und dann Fußraster müssen hin und die Lackierung. Oh ja, da hat man wieder eine Idee, oder? Und dann ist es einfach wieder eine Oberkatastrophe. Also das wird Nickel-Goldpulver ist ja brachial aufwendig. Die Lackierung, Folierung, das Gemisch dort, die lackierten Teile, das seht ihr dann bald, das ist natürlich nicht einfach lackiert. Nein, nein, es ist auch wieder ganz etwas Spezielles. Ich weiss nicht, wieso dass ich so bin, aber ich muss das akzeptieren und wenn ich halt dann eine Idee habe, dann frisst sich das wie ein da oben, wie Rost im Tank, frisst sich das in mein Hirn und dann komme ich nicht mehr links und rechts davon weg. Ich muss es dann machen. Ich muss es machen, weil ich mir das vorstelle und das sieht so abartig geil aus. Aber ich kann euch sagen, der Dan, der Tätowierer, wird tagelang, nicht nur stundenlang, wird tagelang dran sein. Also, bin gespannt. Versprechen kann ich euch, es geht Monate, bis das da weitergeht. Aber das macht nichts. Es hat ja noch genug andere Sachen. Und in dem Sinne, schraubt weiter, aber macht es sauber. Also gut, ich wünsche euch einen guten Tag und bis zum nächsten.